Hallo ihr Lieben! Seit Monaten überlege ich, was jeder Einzelne von uns tun kann, um die gigantische Corona-Lüge aufzudecken. Je mehr Leute die Corona-Show kritisch hinterfragen, desto mehr Leute werden auch das System als solches kritisch hinterfragen. Ich schätze die momentane Situation in Deutschland so ein. 20% sind mehr oder weniger aufgeklärt und betrachten die Maßnahmen kritisch. 60% sind neutral. Sie sind zwar auch keine Fans von Masken tragen. Die neutralen Leute hinterfragen die Maßnahmen, aber leider auch nicht kritisch. Die letzten 20% sind die Zeugen Coronas, bei denen die Tür komplett zu ist und bei denen Hopfen und Malz verloren ist. Unsere alles entscheidende, wichtige Aufgabe ist es nun, bei den Leuten, die neutral sind, die Saat des Zweifels einzupflanzen. Denn es nützt ja nichts, wenn wir uns auf der einen Seite in unserer Verschwörungsblase einmauern, während sich der Rest der Bevölkerung im Tiefschlaf befindet. Und wenn ihr Leute in Gesprächen davon überzeugen wollt, dass das hier eine Show ist, dann macht das bitte mit einfachen und verständlichen Sätzen, die auch jeder nachvollziehen kann. Wer Probleme hat, andere Menschen mit logischen Argumenten zu überzeugen, der sollte sich unbedingt meine 14 Totschlagargumente auf der folgenden Internetseite durchlesen. Liest sie euch durch und ihr werdet in jedem Gespräch immer überzeugende Argumente haben. In der angegebenen Zeitspanne dieses Videos nenne ich euch 3 effektive Möglichkeiten, wie wir aus unserer Verschwörungsblase ausbrechen und wie wir bei den neutralen Leuten die Saat des Zweifels einpflanzen. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie man meiner Meinung nach effektive Flyer gestaltet, um beim Empfänger einen Aha-Effekt auszulösen. Beim Erstellen eines Flyers ist eine Regel sehr wichtig. Wenig Text, wenig Text, wenig Text. Niemand hat Lust, viel Text zu lesen. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele, welche Flyer ich mit anderen Leuten ausgearbeitet habe. Auf der Vorderseite steht: Maske schützt vor Bußgeld. Das sorgt für einen kleinen sympathischen Lacher und auf der Rückseite folgt dann eine kurze und prägnante Information. Zum Beispiel: Masken können Folgendes verursachen: Atemnot, Kopfschmerzen, Schwindel. Kurz, knackig und prägnant. Das nächste Beispiel. Auf der Vorderseite steht: Die Corona-Impfung verursacht keine Langzeitschäden, weil wir sie nicht kennen. Auch das regt zum Nachdenken an und sorgt für einen kleinen Schmunzler. Auf der Rückseite des Flyers steht dann eine kurze und prägnante Information. Zum Beispiel: Impfstoffentwicklung. Früher 10 Jahre, heute 1 Jahr. Hier ein weiteres Beispiel. Auf der Vorderseite steht Pandemie. Auf der Rückseite steht: Früher viele Tote, heute viele positive Tests. Und nun mein letzter Vorschlag, wie man meiner Meinung nach Flyer effektiv gestaltet. Vorne steht: Werden wir die Maske jemals wieder los? Und hinten steht ein Totschlagargument. Bitte spitzt jetzt die Ohren, denn nun kommt ein Totschlagargument, das ihr in jedem Gespräch verwenden könnt. Wenn die Anzahl der Infizierten sinkt, heißt es, die Maßnahmen helfen, tragt weiter die Maske. Steigt die Anzahl, heißt es, die Maßnahmen verschärfen, tragt die Maske weiter. Also egal was passiert, wir sollen die Masken immer tragen. Diese Flyer wecken Interesse. Sie werden von den meisten Menschen durchgelesen und lösen einen Aha-Effekt aus. Außerdem kann es meiner Meinung nach nicht schaden, wenn die Flyer irgendwas Peppiges haben, das die Leute auf unsere Seite zieht. Hier ist noch ein wichtiger Tipp. Ein Flyer darf nicht nach Werbung aussehen. Niemand hat Lust auf Werbung und Werbeflyer werden schnell weggeschmissen. Die Flyer, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr auf der folgenden Internetseite anschauen. Wer diese Flyer drucken möchte und Hilfe benötigt, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Damit beenden wir das Thema Flyer drucken. Nun möchte ich euch zeigen, wie man Leute mit Kommentaren zum Nachdenken anregen kann. Unser Ziel ist es ja, bei den neutralen Personen die Saat des Zweifels einzupflanzen. Also ist es natürlich auch notwendig, bei den YouTube-Videos einen Kommentar zu hinterlassen, die unsere Zielgruppe auch anschaut. Also neutrale Personen schauen sich nicht Aufklärerkanäle an, sondern eher Kanäle wie NTV oder WDR Doku und so weiter. Also müssen wir auch unter diesen Videos einen schlagkräftigen Kommentar hinterlassen. Dazu ein paar Tipps. Am effektivsten ist es, Kommentare bei Videos zu hinterlassen, die aktuell sind.
also nicht älter als ein Tag. Je aktueller ein Video ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dein wichtiger, Corona-kritischer Kommentar auch gelesen wird. Wie sucht ihr in YouTube nach aktuellen Videos, die mit Corona zu tun haben? Das macht ihr letztendlich über die Filtereinstellungen. Ihr gebt in YouTube das Schlagwort Corona ein. Über den Suchfilter könnt ihr das so einstellen, dass euch nur Videos angezeigt werden, die nicht älter als 24 Stunden sind. Wenn ihr nicht wisst, wie man mit dem Rechner oder Smartphone den Filter einstellt, dann findet ihr eine kurze Anleitung dazu in der Videobeschreibung. Wer für die YouTube-Kommentare schlagfertige Argumente benötigt, dem empfehle ich meine 14 Totschlagargumente auf der folgenden Internetseite. Unter fast jedem Video könnt ihr einen dieser Totschlagargumente in den Kommentaren platzieren. Jedes Video, das euch gefällt oder nicht gefällt, wird mit den entsprechenden Daumen gewürdigt. Das ist wichtig, weil das Daumenverhältnis den Zuschauer beeinflusst. Bitte auch die Kommentare mit einem Daumen bewerten, damit die kritischen Kommentare nach oben landen und somit auch gelesen werden. Zu den Kommentaren noch ein Hinweis. Viele Mainstream-Kanäle wie ARD oder Die Welt haben vor lauter Angst ihre Kommentarfunktion deaktiviert. Sucht also nach YouTube-Videos, wo ihr auch die Möglichkeit habt zu kommentieren. Generell werden Kommentare auf YouTube von den Leuten sehr oft gelesen und ich kann jeden nur ermutigen, mit einem Kommentar die Saat des Zweifels einzupflanzen. Aber auch auf Facebook könnt ihr fleißig Kommentare schreiben. Sucht zum Beispiel nach eurer Lokalzeitung vor Ort. Die Lokalzeitungen, die ja auch nur das wiederkauen, was sie von der Presseagentur erhalten, verfassen beinahe jeden Tag einen absurden Corona-Artikel, den es entsprechend zu kommentieren gilt. Lasst euch bei Kommentaren nicht auf lange Diskussionen ein. Das System bezahlt Trolle, die extra dafür eingesetzt werden, um eure wichtigen Kommentare zu entkräftigen oder um sich über euch lustig zu machen. Lasst euch bitte nicht von Trollen ärgern und reagiert nicht auf Trolle. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den ihr nur verlieren könnt. Seid stattdessen stolz auf euch, wenn ein Troll auf euch aufmerksam geworden ist. Im Prinzip ist das eine Würdigung eurer Arbeit und zeigt, dass ihr alles richtig macht. Also ich bitte euch, eure wichtige Energie für Aufklärung zu nutzen und nicht damit, um sich stundenlang mit Trollen rumzuärgern, die ja extra dafür bezahlt werden. Damit schließen wir das Kapitel Kommentare. Ich nenne euch jetzt einen wichtigen Rat, den ich jedem nur empfehlen kann und der euch auch dazu bringt, dass ihr auch handelt. Setzt euch Ziele. Wer sich Ziele setzt, kommt ins Handeln. Setzt euch zum Beispiel das Ziel, noch in dieser Woche 5000 Flyer zu bestellen. Wer Hilfe braucht, der kann mich kontaktieren und ich werde versuchen zu helfen. Oder setzt euch das Ziel, jeden Tag 5 Corona-kritische Kommentare in YouTube oder Facebook zu schreiben. Setzt euch realistische Ziele, von denen ihr ausgeht, dass ihr sie schafft. Wer jeden Tag 5 Kommentare schreibt, selbstverständlich bei aktuellen Videos, die sich unsere Zielgruppe auch anschaut, der hat dann im Monat 150 Corona-kritische Kommentare geschrieben. Dass so viele Kommentare viele Personen zum Nachdenken anregt, sollte klar sein. Versteht ihr langsam, was ihr erreichen könnt? Ihr müsst nur jeden Tag am Ball bleiben und jeden Tag etwas tun. Und es ist wahrlich kein Hexenwerk, jeden Tag 5 Kommentare zu schreiben. Unterschätzt bitte auch nicht den positiven Effekt, den ihr auslöst. Denn ihr motiviert ja auch andere Leute, ins Handeln zu kommen. Leute, die sowieso schon Corona-kritisch sind, freuen sich, wenn sie deinen Corona-kritischen Kommentar lesen. Leute, die sowieso schon Corona-kritisch sind, freuen sich ein Loch im Arsch, wenn die deinen Flyer im Briefkasten erhalten. Kommen wir nun zu einer weiteren, sehr effektiven Möglichkeit, wie wir Leute aufklären können. Und zwar E-Mail schreiben. Hier ist ein Vorschlag von meiner Seite, wie ihr sehr effektiv hunderte E-Mails versendet, die jeweils auch gelesen werden. Als erstes sucht ihr euch eine Branche aus, an die ihr eure E-Mails versenden möchtet. Zum Beispiel Radiosender, Schulen, Gesundheitsämter, Polizisten, Ärzte, Bestattungsinstitute oder sonst irgendeine Branche, die ihr aufklären möchtet. Wie geht man hier nun konkret vor? Nehmen wir zum Beispiel Radiosender. Ihr setzt euch zum Beispiel das Ziel, jeden Tag 10 E-Mail-Adressen von Radiosendern herauszusuchen und anzuschreiben. Es muss ja nicht immer die private E-Mail-Adresse sein.
mit der man E-Mails versenden kann. Und ich denke mal, dass jeder von euch schon mal eine E-Mail-Adresse angelegt hat. Zunächst einmal ist es wichtig, dass eure E-Mails nicht in dem Papierkorb oder in den Spam-Ordnern landen. Das geht ganz einfach, indem ihr jede E-Mail einzeln schreibt. Ihr schreibt also nicht mehrere Radiosender gleichzeitig an, also weder per CC oder BCC, sondern jede E-Mail wird einzeln abgesendet. Dadurch landet eure E-Mail mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht im Spam-Ordner. Damit die E-Mails auch gelesen werden, und ich kann da aus tausendfacher eigener Erfahrung berichten, dass die E-Mails durchgelesen werden, ist es empfehlenswert, dass ihr einen persönlichen Ansprechpartner angebt. Also sofern euch ein persönlicher Ansprechpartner vorliegt, diesen bitte unbedingt kopieren und in eurem Dokument einfügen, wo ihr die E-Mail-Adressen speichert. In der Betreffzeile der E-Mail steht so etwas wie Fragen zur Pandemie, zu Händen Frau XY. Wenn ihr E-Mail schreibt, ist Folgendes sehr wichtig. Euer Text muss einerseits persönlich klingen, sodass der Leser denkt, dass ihr ihn persönlich anschreibt. Das erreicht ihr zum Beispiel schon, wenn euch ein persönlicher Ansprechpartner vorliegt. Andererseits muss der Text so verfasst werden, dass ihr den Text an 100 unterschiedlichen Radiosendern versenden könnt. Der Text soll kopiert und eingefügt werden. Jedes Mal einen neuen Text auszudenken, kostet einfach zu viel Zeit und wäre uneffektiv. In euren Text könnt ihr auf verschiedene Totschlagargumente eingehen. Oder ihr schreibt irgendetwas, was euren Empfänger davon überzeugen könnte, dass es faktisch keine Pandemie gibt. Achtet bitte darauf, dass eure E-Mails einen netten Satz enthalten, damit ihr das Herz des Lesers erobert. Fliegen fängt man mit Honig und nicht mit Scheiße. Beim Radiosender könnte ein netter Satz zum Beispiel sein: Zunächst einmal vielen Dank für eure tollen Hits am Morgen. Euren Sender höre ich immer wieder gerne. Generell solltet ihr darauf achten, immer nett zu sein und euren Gesprächspartner mit Respekt zu behandeln. Denn jede Beleidigung, auch nur subtil angedeutet, ist am Ende schädlich und führt nur dazu, dass sich unser Gesprächspartner nur noch mehr von uns distanziert. Wenn ihr also einen Radiosender anschreibt und in eurer E-Mail erwähnt, dass der Radiosender nur Lügen verbreitet, dann kommt das bei dem Empfänger nun mal nicht gut an. Denn der Leser fühlt sich von euch angegriffen und ist in einer Abwehrhaltung. Er ist im Gedanken gegen euch. Macht bitte einen auf besorgten Bürger und bleibt dabei immer sachlich. Niemals dürft ihr die Person oder die Institution, die ihr anschreibt, in irgendeiner Form angreifen. Das ist kontraproduktiv. Damit schließen wir das Kapitel E-Mail-Schreiben ab. Ich habe noch einen Vorschlag für euch. Vernetzt euch in kleinen Gruppen. Machen wir uns nichts vor. Große Gruppen werden früher oder später unterwandert und gespaltet. Viele kleine Gruppen hingegen können unmöglich alle unterwandert werden. Eine kleine Gruppe von 3 bis 5 Leuten, die aktiv daran arbeitet, Leute aufzuklären, ist erfolgreicher als eine Gruppe von 100 Leuten, die sich gegenseitig YouTube-Videos hin und her schieben. Eine Gruppe ist nicht erfolgreich, wenn viele Leute in einer Gruppe sind. Eine Gruppe ist erfolgreich, wenn die Leute auch aktiv sind. Also wenn du Leute kennst, die andere Leute aufklären wollen, vernetze dich. Frage auf Demonstrationen oder Telegram-Gruppen aktiv nach, ob andere Leute mit dir zusammen etwas bewegen wollen. Wie könnte eine Gruppenarbeit aussehen? Zum Beispiel könnte jemand 5000 Flyer drucken. Die Kosten werden geteilt und jedes Gruppenmitglied trägt Flyer aus. Um Leute per E-Mail aufzuwecken, könnte eine Gruppenarbeit wie folgt aussehen. Jemand erstellt die Texte, ein anderer sucht im Internet nach E-Mail-Adressen und Ansprechpartnern und der dritte versendet die E-Mails. Gruppenarbeit ist insofern wichtig, dass ihr Ideen und Feedback bekommt. Außerdem kann eine Gruppe viel Kraft geben und eine große Dynamik auslösen. Je nachdem, wer so alles in der Gruppe ist. Wenn ihr mitbekommt, dass in eurer Gruppe nur Leute sind, die labern, anstatt auch zu handeln, dann nutze die Gruppe lediglich als Feedback-Funktion. Als Einzelperson kannst du natürlich viel mehr erreichen als eine destruktive Gruppe. Das oberste Ziel ist Aufklärung. Am Ende des Tages musst du dir folgende Frage stellen. Was habe ich dafür getan, um in den Leuten die Saat des Zweifels einzupflanzen? Zum Abschluss noch etwas Positives. Wir haben einen unfassbar starken Verbündeten auf unserer Seite. Es ist die Realität. Es gibt keine Pandemie.
Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt. Bitte unterschätzt unseren extrem starken Verbündeten nicht. Es ist das Totschlagargument, mit dem ihr euren Gegenüber immer konfrontieren könnt. Ich bitte euch, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich nicht einzig und allein auf andere Kräfte zu verlassen. Bei aller Sympathie. Sei dir immer zu 100% bewusst, dass du selbst das Bewusstsein der Menschen ändern kannst. Es ist dein Handeln. Jeder Flyer, jeder Kommentar oder jede E-Mail regt deinen Empfänger zum Nachdenken an. Wir haben alle die Möglichkeit, das Bewusstsein von tausenden Leuten zu beeinflussen. Das ist eine Tatsache. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau wieder das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelner Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden. Bitte teile dieses Video an alle Personen, die etwas verändern wollen. Und mach bitte auch du jeden Tag deine Hausaufgaben, indem du jeden Tag aufs Neue in den Menschen die Saat des Zweifels einpflanzt.